Bhayam pramattasya vanesho pishat jataha swaste sahasata patnya jitandriyasvatmaratir budhasya svangsvarabandhan kim karoti avadyam. Bhayam pramattasya vanesho pishat yataha swaste sahasata patnya. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, actually, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, der sagt, es gibt nichts Glücksverheißendes als wie der Dienst zum Gurudev. Es gibt wirklich nichts Höheres, er wiederholt, als der Dienst zu Sri Guru. Guru Das ist, also der Diener vom Guru, ist mehr als wie der Diener von Krishna. Actually, Guru Das and Krishna Das are almost same. But still, Guru Das, this title is more than Krishna Das title. So der Titel Guru Das, das Diener vom Guru, ist höher als wie der Diener von Krishna. Er hat angefangen mit dem Vers des Bhayam Tutti. What problem can make this your family life? Why you think that you are in problem? So, was kann dir das Familienleben für Probleme machen? Because actually in family life there is so many problems, I know. Im Familienleben gibt es normalerweise viele Probleme. Aber genauso, wenn du ins einsame Bhajan eintretest, nachher hast du dieselben Probleme. Also du denkst da dann, dass du allein irgendwo hingehen kannst und dort Rupanuga Bhajan ausführen. Aber es ist nicht so leicht. Those who are speaking, Prabhupada speaking, that those who are speaking, I don't like to be put into problem. Also Srila Prabhupada sagt auch, die no, Prabhupada speaking, those who like to express their mood, diejenigen, die was keine Probleme in der Welt wollen, die wollen das Leben ganz ohne dass wer anderes stört leben, aber Srila Prabhupada sagt, das ist eine Art von passive Karma, passive Lust. Also jemand soll nicht so sprechen, dass er ein friedvolles Leben führen will. Weil das bedeutet, dass du 100%ige passive Lust hast. Ansonsten sprichst du nicht so, weil im Gaudiya Darshan ist Tamada Dukkha. Also für dein Gurudev und Gauranga Mahaprabhu, da kann ich alle Schwierigkeiten auf mir nehmen, auch wenn mir die ganze Welt attackiert und ich komplett leid durch das. Aber ich kann deinen Dienst nie aufgeben, das ist nicht da. Und wenn es gewisse Probleme gibt, kleine Probleme, dann denken wir uns, oh, wir müssen den Ort verlassen. Aber das ist nicht das Symptom von einem wirklichen Diener. So, aber wenn es so viele Probleme gibt, währenddessen ich Gauranga Mahaprabhus Dienst ausführen will, dann lass die Probleme kommen in mein Leben. Aber lass alle Probleme kommen, aber ich will Krishna Seva ausführen. Also er hat gesagt, Srila Prabhupada sagt, es gibt nichts höheres als wie Guru Seva, Satguru Seva. Also das ist immer vorausgesetzt, dass es wirklich ein Satguru ist. Das setzt er voraus. Through
transcendental media of Guru Padma, you can see accurately what is what. Also durch Shri Gurudev kannst du According sehen, to transcendental world, wie about wirklich transcendental world, I can speak this die much. Welt aufgebaut ist. One foreign devotee long ago, maybe 10, 12 years back, I was in Delhi. Über die transzendentale Welt, da gibt es ein Beispiel mit dem westlichen Devotee. I can remember. He asking me, Maharaj, while we are chanting, Er hat gefragt, oh, währenddessen wir chanten, Harinam, was sollen wir denken? So usually it is the rule, at the time of Harinam you should think about the transcendental qualities, pastime of Gauranga, everything. Also normalerweise ist die Regel, du sollst über die Spiele von Radha und Krishna Yes, not for you. nachdenken oder die erinnern, aber es ist nicht für die oder für uns jetzt auf der Stufe, weil unser Geist ist sehr unstabil. Es ist kein stabiler Geist. First you can do while you are going to start Harinam, everything. So zuerst sollst du So you will anfangen, have to concentrate onto the lotus feet of your Guru Padma first. du konzentrierst dich zuerst auf deinen Gurudev als allererstes. Ultimately you will have to think that, but first no. Ultimativ You have to concentrate soll man sich dann an die Spiele von Krishna erinnern, aber als allererstes an Sri Guru erinnern. Weil Gurudev ist das transzendentale Medium, durch was du sehen kannst, was ist in der transzendentalen Welt. So wie wenn du die Brillen aufsetzt, also durch das siehst du dann klarer. So Gurudev ist das transzendentale Medium, transparentes Medium, durch den du schauen kannst, was ist, damit du wirklich siehst, wie die Sachen wirklich sind. Das ist die exakte Prozedur, also du kannst das nicht brechen, die Reihenfolge, ansonsten kommst du nicht erfolgreich aus. So Priyavrata, der hat da schon ganz eine hohe Entsagung gehabt, aber Brahma hat zu ihm doch gesagt, weil Manu Maharaj, der hat lamentiert, wer oder war besorgt, wer wird sich kümmern über das Königreich. Es gibt ein großes Problem schon. So Manu Maharaj, der hat Brahma gebittet, oh, mein Sohn ist gegangen, so was machen wir jetzt? Er war der Schüler in Wirklichkeit von Narada Muni. Priyavrata. So wenn du die Zuflucht nimmst bei dem reinen Guru und der Herz und Geist ist all parallel, nachher kannst du erfolgreich sein. Aber doch Maya ist sehr stark, also es gibt keine Garantie. So, Sri Krishna sagt in der Bhagavad Gita, dass die Maya ganz schwer zu überwinden ist. Keiner kann so leicht das Ganze überwinden. Das ist, warum Shankar Bhagavan ein Problem gebracht worden ist in der Form von Mohini. So wer ist da in der Welt, der was wirklich Garantie geben kann, dass er den Versuchungen nicht verfällt? So nur durch demütige Art und Weise kann man die Maya, die illusionierende Energie überwinden. Und das ist, warum auch Brahma die Warnung gibt zum Priyavrata. Also er hat dort in Mandachalal hat Unterweisungen gekriegt und zu der Zeit Brahma mit Manu und seine Gefolge, das kamen und durch
Ehre sind sie alle aufgestanden und haben sich verbeugt. Und Brahma, der hat gelacht und hat ihnen Segnung gegeben. Narad, der war ein bisschen überrascht. After that, Brahmaji Maharaj giving nice kind of, different kind of lesson. Very nice. You see my book. If you like to go to forest, so er sagt zu ihm, wenn du wirklich in den Wald gehen willst, dort wirst du deinen ganzen Geist und deine Sinnesorgane mittragen. So, die sind immer mit dir. So, wenn die nicht gereinigt sind, nachher nimmst du mit in den Wald mit. So, die folgen da alle. Du wirst nicht frei sein von dem. Also auch wenn du dann einen schönen Platz im Wald machst, aber doch der materielle Geist ist immer mit dir und die Sinnesorgane. Und die machen auf jeden Fall Schwierigkeiten. So, wenn du ernsthaft bist, 100%, nachher denkst du mehr und mehr über das nach. Also ist der Geist wirklich frei oder ist frei von Materie? So die Philosophen und Psychologie sagen auch, dass der Geist niemals leer sein kann. Also der muss immer mit irgendwas beschäftigt sein. Immer irgendwas muss da sein. Always something is there inside your mind. Like scientists. Also lange Zeit her haben die Wissenschaftler, die wollten einen gewissen Raum komplett frei von allem machen. Also es war so ein Experiment, aber da sind sie draufgekommen, dass du ein Stück Materie oder ein Äther, der kann nie wirklich rein sein. Also ob du deine Augen zumachst oder offen hast, es ist immer irgendwas geht vor in deinem Geist. Also normalerweise sollte man nur die Lotusfüße von Shri Guru und Mahaprabhu im Geist haben, aber es kommt doch immer wieder ganz andere Sachen. Also es sind ganz verschiedene feine Partikel in dem Geist. Also ganz kleine feine Partikel, es sind immer, schweben immer in deinem Geist, so in dem Universum Tausende von Sternen und Himmelskörper da sind. Es ist genauso in deinem Geist. Also der Geist, der hat immer, ist immer mit gewisser Materie beschäftigt. So wenn du dich konzentrierst auf Gurudev, seine Lotusfüße, aber auch wenn du jetzt in den Wald gehst sozusagen, doch ist der Geist immer noch beschäftigt mit materiellen Dingen. Oder wenn du zum Beispiel die Sinne überwunden hast, über gewisse illusionierende Umstände durch Gurudev, hast du es geschafft, da rauszukommen von gewissen Versuchungen. So die 6 Arten von Feinde. Lust, Zorn, Neid, Gier, das sind die Feinde, was die ständig angreifen. Und die wollen dich ständig in die Materie werfen. So wir sind so dumm. Es sind viele Anweisungen da im Srimad Bhagavatam. Es ist eigentlich ganz einfach. Von Maya
rauszukommen durch Guru Seva. Now Brahma, first I like to clear this point. Brahma speaking actually, So Brahma, look my der sagt, oh, actually you are zum Prabhupada, out of any kind of Maya. also wenn du schon eine gewisse Befreiung hast von Maya, Jitendriya, Suppose you have also du kannst deine Sinne kontrollieren, sense organ. all deine Sinnesorgane und dein Geist. Another point Brahma wanted to include Atmarater Buddhasya. Atmarater means Und der Atma Buddha, also da gibt es das Atma Buddhi internal man. über die, Self. Atmaratir. That time your organs or the sense of a mind not going outside. also wenn du Always want to seek something secret inside your heart. Follow. Also der Atma Buddhi bedeutet, dass du wirklich der Aufmerksam nach innen richtest und innen was finden zu versuchst, was Geheimes. Die, was ständig nach außen schauen, die können ganz, ganz leicht abgezogen werden. Und keiner kann die schützen. You can carry out the order of Krishna regarding creation, taking care of this creation. So der Brahma, der sagt jetzt zum Prabhupada, No problem. du kannst also alles And if you are not, Jitendriya, then if you machen, go to forest, again problem. Why? There is this weil wenn du family wirklich life is befreit just like bist, a fort, fort. Inside fort, you see one also battalion das fully. Familienleben ist so wie ein Schutz. Through holes and nozzle there, they are fighting for 8 hours. They are constantly fighting with enemies. After that, new batch coming there, and they are going to take rest. Taking bath, food, take rest. Weil du immer in der Burg dann Zuflucht suchen, so wie in dem wirklichen Familienleben. Es ist ein Zufluchtsort, wo du immer zurückgehen kannst. Du kannst dort Nahrung zu dir nehmen, kannst die wieder frisch machen und dann wieder aus aufs Schlachtfeld gehen. So deswegen im Kali-Yoga das Familienleben, der was komplett folgt, das ist ausgezeichnet. No problem can be there. One thing, you have to learn how to live family life. Und eine Sache ist es, du musst nur schauen, wie du Haushälterleben leben kannst. Also wie ist es möglich gewesen für Srila Bhakti Kumud sozial und alles in Einklang zu bringen mit dem spirituellen Leben genauso. Also der hat alles gemacht. Wie war es möglich für sie oder für Srivas Thakur? So alle Leute sind meistens selbstorientiert. Die schauen immer auf ihr eigenes Interesse, aber nicht über andere. Now Brahma wanted to prove this thing anyway, but actual point is that I already told you, those who want to lead a peaceful life, also er hat schon gesagt, die, was wirklich ein friedfertiges Leben haben wollen, die, was keine Probleme wollen, das sagt Srila Prabhupad, das ist passive Lust, passive Karma. Ansonsten würde er nicht so sprechen. Also er soll immer beschäftigt sein mit einem gewissen Dienst. Mit dem Ganzen aus dem Weg gehen. Und von dem Ganzen ist Guru Seva die einzige, die Lösung. So wie du aus Maya rauskommen kannst, so Sri Bhagavan Sri Krishna, der spricht zum Uddhav. Es ist ganz, ganz leicht.
Anjasa Bayat. Why I am making background? Also, To warum speak macht er jetzt den something about the glories of my Shiksha Guru, Srila Hintergrund? Bhakti Kumud. Weil er I eben am bound to make some background, otherwise you cannot understand. über Srila Bhakti Kumud, Shantam Goswami, seinem Gurudev heute sprechen will. Actually, Es ist der how Hintergrund dafür. exclusively So wie exklusiv hat Srila Bhakti Kumud Shantam Maharaj Goswami serving Guru. Gurudev gedient. That is my way of discussion. You see. I want to discuss this thing actually. So, er will über das heute sprechen. So Rajas Rajas Tamas Satvena Tapastu Sapavena. So Rajas und Tamas kriegst raus oder besiegst, indem durch Sattva und Sattva kommst raus durch das Kontrollieren von dein leichtsinniges Lebensweise. Aber ganz leicht kommst du von allem außer durch Guru Seva. You will have to follow Gurudev, and at the same time, by the mercy of Gurudev, if you go on trying to get control over your fanciful attitude, sense organ, it's called uposam, remedy. Very shortly you can get remedy. Those who are having this kind of scope to serve Sadguru, Also diejenigen, die was die Möglichkeit haben, Sadguru zu dienen, nachher die machen sich nichts, müssen nicht über die ganzen weltlichen Probleme denken. Kunja Bihari Vidyabhushan, der hat Srila, er war später Bhakti Vilastirtha Goswami Maharaj, der hat Srila Bhaktisiddhanta Saraswati dient. Er hat immer gesagt, diejenigen, die was Sadguru dienen wollen, die sollen sich aufpassen, weil sie können ins Feuer springen. Weil Guru Seva, wenn du wirklich Sadguru den Dienst ausführen willst, nachher können so viele Probleme kommen. Und du musst bereit sein zu leiden, dass es schwierig ist. Es gibt Beispiele wie Koresh. Koresh, der wollte auch seinen Gurudev schützen. Padmabad, der auch genauso in Shankaracharya, weil sie ihn töten wollten. Und er hat so auch seinen Gurudev befreit. So, das ist eine Art von Dienst. So Ramanujacharya kann man nicht sagen, dass er schwach ist. Ram, weil es der Name selber sagt schon Ram Anuja, es ist Ram und Lakshman selber. Also der Bruder von Ram. Aber er gibt eine Möglichkeit, ihm zu dienen oder ihn zu testen. Sariram Vasuvijnanam. I told you this, sir. Sariram Vasuvijnanam. I told this slope 1 month ago almost. Sariram Vasuvijnanam karma gunan vasuno durvarte dhare jastu sasishya naitarastataha. Sariram Vasuvijnanam karma gurano asuno Guruvarthe dhare jastu sasisya naitarasrataha. Asuna, Atma, if you speak about Atma in Sanskrit, is always plural number. So Atma, das ist immer im Plural. In der Sanskrit-Sprache. Always plural number. You cannot use singular number. Das gleiche wie Sand. Whenever you speak anything in Sanskrit about So, wenn Atma, immer du irgendwas über Atma sprichst, nachher musst du Ashuno, Bahuvachan. das ist Bahuvachan, Plural. Always you have to use. Karma gunana asuna. Karma Gunan Ashuno. Sarir, body, mind, education. Sharir, also der Körper, der Geist, die Ausbildung, die Intelligenz, Money power. alles, Or manpower, whatever we have. Manneskraft, Geldkraft, I have to throw everything. alles I have to use everything and all Willi for zu die
Lotusfüße von Sri Guru geben und für ihn verwenden. Das ist das Motto, was man mit uns im Herzen tragen soll. Srila Prabhupada sagt, offen, um Sadguru Paramahamsa zu dienen. My Guru, Paramahansa Guru, Sadguru, if I need to go to hell with a due contact, ich kann sogar einen Vertrag unterschreiben, dass ich in die Hölle gehe, für den Dienst zu Guru. Also ganz fröhlich kann er das machen. Weil er kann niemals den Dienst zu Gurudev aufgeben. Follow. Those who cannot give even simple thing, mind, fanciful attitude, also die, was die Dinge nicht unter Kontrolle haben, den Geist. How they can digest this kind of Harikatha? I cannot explain. So wie können die tiefere Harikatha verdauen? Some pamphlet today. Because I couldn't go there. Today I wanted to distribute some pamphlet. There is exact thing. No criticism, nothing. Some devotee from the beginning is staying with me. I am trying to control him. Making. He is no education, nothing. Now he like to kill me. I am very happy. Very happy. Now ultimately after 12-14 years, I took decision, you can stay this way, fanciful life, but you cannot use my reputation, this much. I can allow you to stay here according to your own use, you cannot use my name and fame. He is going outside and using my name, people giving honor, giving money, he is putting in bank. Simply this thing, I told that he cannot obey my instruction for a long time. I am trying, so I allow him to stay separately. This much. I give responsibility to some devotees who is the disciple of Sant Goswami Maharaj. There is nothing dangerous, very simple. But still they are so fear, they couldn't distribute. Now they ring to him, that we cannot distribute because there is a big problem. What problem? This much you cannot see. And you are asking Siddhanta, you like to hear Harikatha? You cannot expect Harikatha from me. Until now, unless I see some kind of dedication. No, nothing dedication there. I can understand that you have dedication, that if you are ready to give life, like ordinary, freedom fighter, they like to give their life from other life. Das war jetzt ein privates Beispiel. So im Großen und Ganzen eben, man soll Gurudev so dienen wie ein Freiheitskämpfer, dass man wirklich alles gibt, das ganze Leben für sein Guru, für sein Gurudev. So die normalen Leute, die wollen nie über die wirkliche Wahrheit sprechen. Er spricht im Namen von Gurudev und von Srila Prabhupad. Aber die meisten Leute wollen nie über die reine Wahrheit hören und über das sprechen. Aber er macht sich nichts aus, er hat keine Angst vor dem. Das sind Beispiele. When I write criticism, before I have been for the past 10-12 years, Vaishnava, those who are big, they request me. Simply I told her, I like to put your name here. No, don't put my I am Dasasana store. Big Vaishnava, Acharya. Also die meisten, er hat die Aufgabe gehabt, eben über gewisse Wahrheiten und Dinge zu sprechen, die was passiert sein in der Gaudiya Vaishnava. Aber schlussendlich, wenn man dann fragt, willst du deinen Namen drunter geben, dann sagt jeder, nein, verwende ja nicht den Namen. Aber wer schützt ihn? Das ist Balaram, das ist Krishna selber. Simply you can sing. Tumi to takur, tomar kukur, bolia jano homore.
You are Thakur, I am your dog. Is simply we can sing. So, das ist nicht nur die ganzen Songs, was wir singen, das sind wirklich praktisch auszuführen, nicht damit wir darüber singt, sondern wenn jemand seinen Meister angreift, dann ist es die Stimmung von einem Hund für den Herrn aufzupassen oder ihn zu vertreiben. Der bellt dann. Sadharme nidhanam seyo paradharma bhayavaha. What is your, up to what point you reach, according to that Gurudev giving instruction, you will have to obey that. So, zu dem Punkt, Gurudev kann immer sagen, wie weit du gekommen bist. In der Bhagavad Gita spricht er über das. So, Krishna sagt, Krishna sagte das genau auf deine Stufe zu deiner Anweisung. Also er gibt da über das Anweisungen, das kannst du nicht überspringen. Er kann uns Beispiel geben, dass ganz viel ist heute schon zusammenbrochen, auch nicht nur materiell, sondern auch spirituell. Heutzutage ist die Situation so, dass eben keiner über die Wahrheit sprechen will. So wie kann man höhere Dinge dann erwarten? Er kann uns ein Beispiel geben. So, also du sollst deiner natürlichen deine natürlichen Eigenschaften, denen sollst du folgen und die sollst du im Dienst von Krishna einsetzen. Du kannst nicht die Aktivitäten machen von Brahmanas. So, was ist die Aufgabe von einem Hund zum Beispiel? Der Hund, der passt auf seinem Herrn. Und was ist die Aufgabe von einem Esel? Dass er ein gewisses Last auf seinen Rücken tragen. Können die ihr Dharma verändern, ihre Eigenschaften? Nein, das ist nicht möglich. So, der Esel, der kann eben gewisse schwere Last am Rücken tragen, weil er eben die Natur dazu hat. Und die Natur von einem Hund ist, dass er den sein Herrle schützt, dass er Bellen anfängt. So, er sagt jetzt ein Beispiel, da ist jetzt bei einem Mann ist daheim ein Hund und der Esel. So, das Herrle war dann ganz ärgerlich mit dem Hund. Also er ist ärgerlich geworden mit dem Hund und hat dann den Hund mit dem Stock geschlagen. Und der Hund hat sich gedacht, oh, eigentlich, ich wollte nur meine Duty ausführen, meine Pflicht. Und nachher hat er ihm kein Essen mehr gegeben. Also der Hund, der stirbt fast. Er hat gesagt, er wollte eigentlich nur seine Pflicht ausführen, aber sein Meister hat es falsch verstanden. Und der Hund sagt, okay, heute habe ich keine Möglichkeit mehr, meine Pflicht auszuführen. Da muss ich aufhören heute. Bin ich zu schwach. Da ist alles ausgefallen jetzt. Also er hat ihm kein Essen mehr gegeben und hat keine Kraft mehr gehabt und somit hat er jetzt seine Pflicht aufgeben müssen. Und genau in der Nacht ist ein Dieb gekommen. Ein Räuber. Und der hat die Fensterscheiben aufgeschnitten und ist dort eingegangen.
Und der Esel, der sagt dann, oh, der sagt zum Hund, oh, du musst deinen Meister beschützen, bell doch, bell doch, bell doch. Aber der Hund sagt, na, heute kann ich nicht meine Pflicht ausführen. So in der Zwischenzeit, was macht der Esel? Nachher fängt der Esel an, hier zu schreien. Und der Meister ist dann gekommen und hat dann ganz stark den Esel mit dem Stock geschlagen, weil er eben nicht schlafen hat können durch das Schreien vom Esel. Nachher hat sich der Hund gedacht, es ist nicht deine Aufgabe, das ist meine Aufgabe. So, durch das eben, wenn du jetzt, er will uns damit sagen, wenn du deine Pflicht wechselst, und nachher kannst du nur Probleme haben. Also Brahmachari, der hat seine Aufgabe, der Sannyasi hat seine eigene Aufgabe, Grihastha hat auch seine eigene Aufgabe. So, die können nicht das vermischen. In Bhagavatam it is written, the sannyasis, about them it is in Bhagavatam, 11th canto it is written. Von den Sannyasis, darüber ist geschrieben im 11. Kanto im Srimad Bhagavatam. You can remember. Dharmam bhakshanti adharmagya adhirura uttamasanam. They are speaking about, giving dialogue about dharma, whereas no dharma is there inside them. Come on, what a funny. Die geben Dialoge oder Klassenvorträge über Dharma, aber führen selber kein Dharma aus. So, das ist ganz falsch. Sie sitzen im Vyasasan und sprechen über die Dinge, aber halten sie selber nicht ein. So, man kann nicht den Vyasasan, den Sitz vom Shri-Guru, vom spirituellen Meister, nicht jedem geben. Weil wenn der Vyasasan kontaminiert ist, dann ist die ganze Gesellschaft, alle Schüler, alle werden somit kontaminiert. Was kann er machen? Er ist ganz allein. Er schreit allein wie ein Hund. Er ist ganz allein. Nur Balaram. Balaram schützt ihn. Shudraha pratigrahishvanti tapavesha upajivinaha. Shudraha, those who are Shudra, they are not even attaining Brahmin quality. So Shudraha pratigrahishvanti tapavesha upajivinaha. Tapavesha, they are taking brahmacharya and sannyas. Who is going to control? Can you show me one? So heutzutage gehen viele Leute das Brahmachari Ashram, den Sannyas Ashram, obwohl sie nicht ihre Sinne schon sie wollen eben, sie haben noch nicht wirklich ihre Sinne gemeistert, aber sie wollen so handeln wie Brahmacharis und Sannyasis. So, heutzutage ist es leider so, dass viele Brahmacharis und Sannyasis da sind und die sprechen gegen ihn, aber er ist allein und das sind so viele. So. Shudra pratigaishanti tapavesho vijana. Those who are Shudra, they are taking brahmacharya, sannyas, very nice, is sannyas, like Ravan. Also die, was wirklich die Stimmung haben von
bank balance is not going to protect you. Foolish. Bank balance is not going to protect you. Also Your society not going to protect you. Only your Gurudev can protect you. Also nur Gurudev kann dich schützen. Der Gesellschaft, der Bankkonto, das kann dich wirklich nicht schützen. So, wenn du wirklich Sadguru Seva machen willst, perfekt vom Herzen, nachher bist du erfolgreich, ansonsten nicht. They are taking a nice base. I am Australian penances I am doing, you see, sannyas. Oh, sannyas means king. Sannyas means king. So Sannyas, die wollen sich dann so fühlen wie ein König. Weil der Sannyas ist der Ashram, der ist wird so hoch gehabt wie der Sitz von einem König, Sannyas in Indien. So Kumud Shantan Goswami Maharaj, der hat niemals Angst gehabt, über die Dinge zu sprechen. Deshalb spricht er über das. Srila Kumud Shantan Goswami Maharaj hat immer gesagt, er soll immer über die Wahrheit sprechen. Genau so soll er sprechen. Und wenn das andere nicht vertragen können, dann sag, okay, geht's weg, verlass sie. Aber verändere ja niemals die Philosophie und die Aussage von die Gaudiya Vaishnavas. Genau das Gleiche war bei Srila Bhakti Bhagwan Keshav Goswami. Sending their writings, it is my duty to check up if there is any Siddhanta Virod. But they giving me warning, hey, Samal Krishna Prabhu, that time I Brahmacharya that time. Don't try to change anything from my writing. They are senior to me. So er hat früher auch, also Brahmacharya war, hatte die Texte von gewissen älteren Vaishnavas, hat er korrigieren müssen, aber die sagen jetzt, hey, du verändert da ja nichts. Also wie kann er da was sagen? Er ist jetzt jünger und die sind älter. So, aber doch, Gurudev gibt ihm die Aufgabe, dass er das korrigieren soll. Then what decision I took? I took decision, first of all, I can edit this writing. I can make one new. Also was hat er dann gemacht? Er hat es editiert und hat das wahre Siddhanta aufgeschrieben. Und nachher bringt er beide Texte, was die anderen geschrieben haben und er geschrieben hat, zu Srila Kumud Shantan Goswami. Und dann hat er das korrigiert und nachgeschaut. Und er ist halt hingegangen und hat gesagt, er ist jünger, aber er hat die Aufgabe gekriegt von seinem Gurudev, das zu korrigieren. So, er sagt, okay, ich sage da jetzt zwei Arten von Siddhanta zu dir. Und nachher sagst du mir jetzt, wo die Fehler sind. Und dann hat er das andere aufgesagt. Und dann hat er seinen Text aufgesagt. I don't speak who writing. It is not my motive to insult someone. Then Maharaj, this Siddhanta, this also der Gurudev hat dann gesagt, das ist richtig und das ist falsch. Then okay, I get certificate. Straight I go and edit and publish. Then they come to attack me. Why you publish this way? Eh? What do you know? Siddhanta? Und nachher hat er das publiziert und nachher sind sie zu ihm gekommen. Oh, warum hast du das geändert? Sind sie ganz ärgerlich gekommen. Und nachher hat er gesagt, na, er hat ganz demütig gesagt, na, er hat nichts geändert. Aber Kumud Shantan Goswami sagt es.
Und später hat er das Gleiche gemacht mit Srila Bhakti Goswami Maharaj. Der hat einmal gesagt, du publizier das. Er hat dann zu der Zeit nie ein Wort sogar korrigiert. Er hat gesagt, oh, super, das kannst du drucken. Krishna ist da, Gauranga ist da, die beschützen die. So er hat all die Segnungen von seinem Guru Varga. I have no enmity with anybody. No enmity. I love, but still I have to speak the truth. I have no hostility. Also er hat nichts irgendwas gegen andere. Er will nie irgendwer in Kompetition gehen, sondern er will nur immer über die Wahrheit sprechen. Das ist das Einzige, was er nicht ändern kann. Er hat keinen Feind, keine Freunde, er sagt nur die Wahrheit. When Guru Maharaj stopped all his activities, is one kind of so wo Gurudev, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ins Koma gegangen ist, then everyone is speaking, oh, Gurudev, this condition, I'm laughing. I'm laughing. They think Gurudev is bonded soul. Also die meisten haben sich gedacht, das ist eine gefallene, so gebundene Seele, dass sie sagen, er ist krank. Aber er hat gleich gelacht zu dem. Und einmal ist Maharaj came, where Guru Maharaj was time, waiting to leave his body. Almost coma state, nobody allowed inside this room, or so nobody allowed. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj war schon from outside, glass window. Follow. Ganz tief im Koma und die haben nur von außen durch das Glas schauen können. Und Shantan Goswami Maharaj ist dann gekommen. Und keiner kann jetzt Kumud Shantan Goswami stoppen. Nachher hat der Dandavat da gebracht und hat gesagt, oh Maharaj, Maharaj. Srila Bhakti Goswami Maharaj, ich bin dein junger Bruder, Shanta, Shanta. Und nachher hat er langsam seine Augen aufgemacht, der Bhakti Pramod Puri Goswami, und hat mir in die Augen geschaut. How Guru Maharaj wanted to make fool of us. They are on same level, you see, consciousness level. You cannot exchange your view with one salogram. You can exchange your view? You cannot. You can exchange your view with Giriraj. Giriraj is there. You can exchange, you can talk. Raghunandan Acharya, he exchanged view. Exchange view with Gopal. That's why in Archan Paddhati it is written strictly. So in Archan Paddhati ist geschrieben, before Archan you must dass qualify. du zuerst, bevor du Archan ausführst, nachher kannst du Archan machen. This is the same condition. Srila Goswami hat ganz ausführlich gesagt, dass nicht jeder in die Küche darf und für das Archan auszuführen. Weil die meisten haben keine Qualitäten für den Dienst. Gurudev is now under our control. That's why in Archan Paddhati it is strictly written, Deva Bhutva Deva Marchayat. Before worshipping one Devata, so in Archan Dipika ist geschrieben, dass du zuerst die Deva-Stimmung, die eines Halbgottes haben, so hohe Stufe. So diejenigen, die was kommen und Krishna Bhajan ausführen wollen, with a motive to misuse divine knowledge available here, Gauriya Math don't have any relation with them. Prabhupada speaking. I can put challenge. They can do Devi Bhajan, they can worship Kali, they can worship Durga and show that Durga coming in front of them. Can you? I know one man from Navadip.
Also er kennt einen Mann von Navadvip, der ist 2-3 Jahre am Ufer von der Kanaka gewesen und dann ist die Devi ist vor ihm erschienen. Es ist aber nicht so einfach. So, Raja und Kali ist Tamagun. So die können nicht einmal Bhajan von Kali ausführen. Das sind Raja und Tamagun. Also wie dann können sie Bhajan von Krishna ausführen. So für das muss man qualifiziert sein. You should follow your own behavior, character at present. So du musst deinen eigenen Charakter und Stimmung folgen. Du kannst keine Regeln brechen. Transcendental world, if you are already in transcendental realm platform, you can exchange your view with Gurudev. Follow. Gurudev is not material people like you. So that Gurudev is material people, you can serve Gurudev. So many people claim, Maharaj, I have done Seva, Gurudev, my Gurudev, 20 years. So viele Leute sagen heutzutage, oh, ich habe 20 Jahre Dienst gemacht für meinen Gurudev. Aber in Wirklichkeit hat er keine einzigste Sekunde Guru dient. Also wenn du wirklich Seva ausgeführt hast, was ist dann das Resultat? So, dann muss ein Resultat automatisch da sein. Aber es ist nicht, kommt nicht. Warum? Also du kannst nicht wirklich aufzeigen, dass du erfolgreich Guru dienst. So er wollte den Punkt von Siddhanta etablieren, dass ohne dass du es muss immer Gurudev und der Schüler muss dann auf dieselbe Stufe kommen. Du kannst keinen dienen, wenn du im ersten Stock bist und Gurudev ist im 4. Stock. You can own the stove, fireplace, make 1 liter of milk is there, you can make hot milk, put into flax, everything. Why Gurudev take? Then how possible? Gurudev, we are here. You have to go. You have to go up to that level. A room, enter room, then approach Gurudev. Then after that is possible for you. So Gurudev ist nicht so einfach. Du kannst nicht, du musst auf der gleichen Stufe sein wie Gurudev. Weil viele sagen, oh, sie haben 10 Jahre Guru gedient, 20 Jahre Guru gedient, aber Sadguru Seva, wenn du nur 1 Minute Sadguru Seva ausführst, nachher kriegst du ein permanentes Resultat im spirituellen Leben. So Sarva Siddhi, das bedeutet in dem Vers, dass du sogar Krishna Prem kriegen kannst in so einem Augenblick. Wenn du die Begegnung hast mit so einem Sadguru, das was ansonsten unmöglich ist, kannst du so in einer Sekunde kriegen. So Nityananda gibt genau das gleiche, verteilt die Liebe genauso. So was Brahma nicht kriegt, Shiva nicht kriegt, aber dort kommt Nityananda Prabhu und verteilt es. Er sagt dir, but you are not following, you are not sincere. That's why not getting result. Otherwise, Guru and Shishya can be like fire. Why is Guru there? Same power can come inside. Also Guru und Shila, das kann wie Feuer werden. Also dasselbe. Aber nur heutzutage sind die Beispiele selten. Is that standing instruction, commitment of Nityananda Prabhu? What? So Nityananda Prabhu. Coming, I can discuss. Der verteilt den Namen von Gaura Hari und des Gaura Bhajan an alle. Sadguru is there. But you can think, Maharaj, how possible Sadguru was there?
So, wir können sagen, oh, wenn wirklich Sadhguru da war, also, und keiner von uns hat wirklich Kripa gekriegt, Barmherzigkeit, was ist da falsch gegangen? So, das ist, wir sind nicht komplett angstfrei. Und das ist, schließt auch daraus, dass wir eben nicht wirklich Zuflucht gesucht haben beim Gurudev. Wir haben Angst, über die absolute Wahrheit zu schreiben, über die absolute Wahrheit zu sprechen. Und zu 100% sind wir angstvoll. Ultimate superpower there to protect me. Baba speaking, if I am going to speak all about the absolute truth, if a whole one going to attack me, it is the duty of that absolute truth to protect me. Otherwise, who is going to believe that absolute truth? Nobody can give. Also wenn jetzt jeder in der Welt nicht daran glaubt, aber wenn du wirklich darüber sprichst oder so wie er die Aufgabe hat und das macht, es hat er zu seiner Aufgabe gemacht. Nachher muss sich die obere Welt um ihn kümmern und die wird sich um ihn kümmern, 100%. Sein Gurudev ist da, um ihm immer Kraft zu geben, immer Hilfe zu geben. Genauso ist es mit Kumud und Shantam Goswami, der hilft ihm auch zu jeder Sekunde, jede Minute. Baba speaking, everybody is speaking, today is the disappearance day of my Guru Padma. I think today is the appearance day of me. What? Yes, really so. Also jeder spricht normalerweise, heute ist der Verscheidungstag von seinem Gurudev, aber er sagt heute, na, es ist der Erscheinungstag von meinem Gurudev. Weil er immer Verbindung mit Gurudev hat. Wie ein Stein im Herzen. Also es ist Gurudev im Herzen und außerhalb, überall. Heute kann man auch 100% Gemeinschaft haben mit Kumud, Shantam Goswami. Wenn sei Harikatha wirklich vom Herzen kommt und er das Bhagavatam berühren kann und somit die Wahrheit sagt. Sein ganzer Guru Varga, der beschützt ihn. Weil er hat keinen anderen Wunsch, dass er irgendwas von uns will. Er will nur über die absolute Wahrheit sprechen. Das ganze Leben hat Kumud Shantam Goswami so, ich glaube, er hat nie irgendwas geändert. Like firing. One example I can give. You can laugh. You can melt. One example I can give. Also er kann uns auch ein Beispiel geben. One day, one big Seva. Eines Tages war eine große Versammlung. Und ein Mayavadi Pandit, der ist dort hingekommen. Er ist eingeladen gewesen. Und er spricht irgendein Blödsinn. Mayavadi-Philosophie, so Shantam Goswami hört es und der wird dann ganz ärgerlich. Also wo sein Harikatha fertig war, hat dann Shantam Goswami gesprochen. In between, Harikatha speaking, I am Brahma, ah, nice. He got his stick, you know, the stick. Er hat gesagt, ich bin Brahma, ich bin der höchste Herr. Und hat Shantam Goswami Maharaj hat einen Stock genommen und ist auf ihn zugelaufen und wollte ihn schlagen. Und nachher hat er gesagt, oh, nachher ist er hat er sich zurückgezogen und ist weggelaufen. Also wie kann er dann Brahma sein? Wenn Brahma außen ist und er Brahma, warum hat er dann Angst? Und somit hat er aufgezeigt, dass er kompletter Schwindler ist. Oh, I know, people they're laughing. Very simple answer. Very simple. Maharaj used to speak very simply, yet very dangerous. So intelligent Maharaj, he cannot understand the mood of Maharaj.
usually I think, why I don't go to any sabha? Many people ask me, why you are not going to any sabha? Actually I am unfit, that's why I don't go. What I can speak there? Nothing to speak. I am not qualified. This much I speak. But actually, this is right. Another point is there. What is that? What is that? Because if I go, also wenn ihn irgendwer zur Versammlung einladet, dann sagt er meistens, er ist nicht bereit, er ist nicht qualifiziert zu sprechen. Und der zweite Punkt ist, dass sie ihm nicht erlauben. One day I came from 1 month, 5 days. I speak Harikatha in Punjab, Batinda. Also eines Tages hat in Punjab Harikatha gesprochen und ist dann in Rajasthani zugekommen nach Navadvip und ist dann gekommen in Gurudevs Sabha von ihm in Mayapur. Und wo er gesprochen hat, haben sie dann angefangen, Witze mit ihm zu machen. Nachher von dem Zeitpunkt hat es lassen, Harikatha zu sprechen in der Versammlung. Und alle fragen, oh, er geht nicht dorthin, dass er jetzt ein bisschen Pranami kriegt oder einen Milchreis oder Rasgullas. Für das geht er nicht hin. Und somit, von dem Zeitpunkt ist er nie wieder hingegangen. Somebody giving big pranami to Prabhupada and giving instruction, Prabhupada, if you spend this money for this Papa Bandara, then it's good. You can do it. Prabhupada say, you take your money and go ahead. Why? So einmal, da ist jemand gekommen und der wollte was spenden für gewisse Vaishnavas. Und nachher hat Srila Bhakti Siddhanta gesagt, na, das kannst du haben, nimm es wieder. Weil der Guru oder Srila Bhakti Siddhanta weiß genau, dass er nur das Beste macht mit dem Geld. So deswegen muss er nicht nachfragen oder er soll ja nicht sagen, für was für einen Zweck er das einsetzen will, sondern derjenige, was Geld gibt, muss hundertprozentig wissen, dass der Gurudev das alles nur für sein Bestes nützt. Hey, he's donating car, arrangement chair, arrange sweet rices. No, he's serving Krishna. A flattering personality can never become a preaching personality. I stop my Harikatha because I know who is going to preside. Jemand, der was die Leute beschmeichelt, der kann niemals ein Prediger werden. I was feeling very happy when Santa Goswami Maharaj was president of Seva. Und er eben war so glücklich, wenn Vaman Goswami war der Präsident von der Sabha-Versammlung oder Kumud Goswami war der Präsident von der Versammlung, weil die wissen die Wichtigkeit von dem Platz. Die wissen alle die Wichtigkeit von dem Posten. Und die werden niemals die Ehre aufs Spiel setzen von dem Platz. My first question before you, what is the duty of a chairman? Also was ist die Aufgabe von einem Chairman in der Sabha, in der Versammlung? Also das ist die erste Frage, was er uns stellt. Was können wir uns erwarten von so einem Versammlungspräsident? Also es ist normalerweise das Wichtigste, dass für alle muss das Beste rauskommen für die Versammelten. Und Santa Goswami Maharaj ist so ein perfekter benefit to all the audience, you see. You know, audience is the duty of him. But he is politically colored. Oh, he is coming, come, speak Harikatha. There is one nice sadhu, don't time, no time. They are actually politicians. They should go
take leave from this bhajan life and go to join one political leader, political party. Also es gibt eben heute viele so Präsidenten, die was da in solcher Versammlung dann nur solche Leute sprechen lassen, weil sie irgendwie einen politischen Einfluss haben. Aber das ist komplett falsch. Und die erlauben nicht denjenigen zu sprechen, die was wirklich etabliert sind im reinen Bhajan und nur über die absolute Wahrheit sprechen wollen. So, er hat Sanatan Goswami Maharaj gesehen. Duty of Santa Goswami Maharaj. Duty. Maharaj sitting. Hey, you speak 15 minutes about the Santa Goswami giving instruction. Now you speak. He is speaking. After 10 minutes, stop! You need not speak more. He cannot speak properly. He caught line, out of line. Another speaker, hey, Maharaj. Also, Sanatan Goswami hat immer so geschaut. Er hat gesagt, oh, du hast jetzt 15 Minuten Zeit. Aber wenn er jetzt nicht wirklich sprechen hat können, hat er jetzt nach 10 Minuten gesagt, na, hör auf. Und dann hat er einen anderen sprechen. Very nice speaking. After 15 minutes, he is looking at watch and looking at Santa Goswami Maharaj. Und wenn jemand jetzt wirklich über die Wahrheit spricht, und auch wenn er die 15 Minuten jetzt überschritten hat, nachher hat er immer gesagt, nein, sprich weiter, weil er wirklich die Wahrheit spricht. So, das war die Voraussetzung, aber was ist heutzutage, was passiert? Er betet heute für Sanatan Goswami Maharaj, dass er daherkommt und ihm hilft. Weil heutzutage sind so viele Hippokraten, Kapat-Sannyasis. So, wenn solche Leute vor Sanatan Goswami Maharaj kamen, die haben gesagt, oh, woher bist du gekommen? Oh, ich bin ein Schüler von dem und dem. Und Maharaj, der hat geschaut und hat dann sofort herausgefunden. Also Maharaj Kumud, Sanatan Goswami Maharaj, der hat nur schauen müssen auf jemanden, der hat ihn genau feststellen können, ob der jetzt Betrüger ist oder wirklich. Actually, today you will have to discuss. Actually, Nityananda Tattva today, I can go down. You will have to discuss this point. You get there. You will have to discuss Nityananda Tattva today. Guru Tattva, Nityananda Tattva. You will have to be a sannyasi. Sannyasi means preacher. You have to speak. Then he feared, get his bag and go out. He cannot stay. You know, Maharaj sitting. If you speak rubbish, he can slap you. Also Sanatan Goswami Maharaj war ganz strikt und er hat dann gewisse Leute gesagt, sprecht über Guru Tattva und über Nityananda Tattva. Aber dann sind viele Sannyasis, die haben zusammengepackt und sind gegangen, weil sie gewusst haben, oh, es ist nicht leicht vor ihm zu sprechen. Weil er eben immer so darauf ausgerichtet war, dass ja die Wahrheit gesagt wird und nicht irgendwas Falsches. Heutzutage hat sich das alles geändert. Adjustment, like business. So heavy, Santa Goswami Maharaj. Also Sanatan Goswami Maharaj, sein ganzes Leben hat er so geführt. Also manche, die was Brahmacharis waren, die gibt es welche, die sprechen auf Bengali, super, das ganze Chaitanya Charitamrita. Not actually south part of Behala is Sorsona, one place. I don't like to name. One day he came. Also der Brahmachari, was wirklich wunderschöne Haribol sprechen hat, aber der Charakter war ganz verdorben. Und der ist dann vorm Sanatan Maharaj gekommen, hat sich verbeugt. Oh, woher bist du gekommen?
Maharaj, I have one request to you. What request? Actually, Er sagt, er hatte Bitte an Maharaj, oh, ich möchte gern Sannyas I can give annehmen. sannyas to you. Come. Dann sagt er, okay, ja, Kim, ich nehme das Sannyas. You kill me. Come. I can give sannyas to you. Right you are. Come. You have come to kill me. Come. Press my throat. Also sag ihm, oh, Right, you are oh, the right person. I can give sannyas to you. du Now at kannst mir present jetzt sannyas is being erwürgen, du sold. kannst mir jetzt erwürgen, du kannst mir, I'm Vyasasana and Sweden. In Vyasasana and Sweden. wenn ich dir wirklich Sannyas geben soll. They're selling sannyas. Aber heutzutage gibt es sogar den Posten, dass der verkauft wird. Und die geben gewisse So I pray Santa Goswami. gewisse Rupees, ein bisschen Geld und, oder viel Geld und kriegen dann sozusagen den Posten von einem Sannyasi. One by one, if I go on speaking, you can go mad. So wenn er mehr und mehr über die Dinge spricht, Santa nachher Goswami Maharaj, the truthfulness. die Wahrhaftigkeit und die Ehrlichkeit von Kumud Goswami ist so groß, so hoch. Even I go, they don't allow me to speak. That's why I don't go. I know. That Keswari Math, from there Maharaj writing big letter to me. When I was almost mad, Kumud Goswami hat einmal einen Brief zu ihm geschrieben, weil er nicht wirklich seinen Dienst ausführen hat können zu Guru. Er hat dann Zuflucht gesucht in Surya Kund in Vrindavan. I only print in magazine when Maharaj disappeared. Bengali. That the place in Kesari, Maharaj sitting in roof and writing a big letter to me. In that letter, Maharaj giving me instruction, it is your duty. It is your duty, it is your duty. Oh my God. Now Maharaj gone, today I find everything successful. Und er hat dann gewisse Instruktionen gekriegt durch den Brief, was er geschrieben hat. Mach das. Und heutzutage hat er herausgefunden, dass das alles stattfindet. But now I have the letter, I can translate, you can go mad. All came true. I was wondering, how possible? I'm penniless. So, er hat überhaupt kein Geld gehabt, gar nichts. Er war so in Vrindavan und hat nur für Brot gebettelt und hat am Surya-Kund Bhajan gemacht. Aber nachher ist alles möglich geworden bei der Barmherzigkeit von Shanta Goswami. From there he wrote one letter. That was the first month of Srila Maharaj. So, das war der erste Tempel auf Kumud Goswami. His transcendental body was taken there. Und sein transzendentaler Körper ist dorthin gebracht worden. Und wenn Maharaj seinen Körper verlassen hat, hat er ganz hohes Fieber gekriegt. Und nachher ist er dorthin gelaufen zu Kesari. Die ganze Nacht hat er nicht geschlafen. Und dann sind sie in der Nacht, haben sie Harinam Sankirtan gemacht und das kann er sich ganz genau erinnern. Haben sie ihn dort in den Samadhi gebracht. I want to request Maharaj, if Maharaj can come down here, at least I can get some direct support. This is my request unto Lotus Feet of Maharaj. So today time is very limited. I wanted to speak so much things. So, er bittet Maharaj, dass er kommt auf die Welt und wirklich wieder Srila Santa Goswami Maharaj going to procure one land, get one land, to make one temple there. First, follow. Shanta Goswami Maharaj, der hat Land gehabt, wo sie einen Tempel machen wollten. I can give donation to you, big amount of land. Und der Saminda sagt, oh, ich kann da große Anzahl, eine Menge von Geld geben und du kannst dort einen Tempel machen. Nur, es gibt jetzt eine Kondition. Also, er hat dann für irgendjemanden anderen
sprechen müssen, eine kleine Lüge, aber Shantan Goswami hat gesagt, na, kalte das Land, die wird nie sowas machen. Big amount of land, that land are going to give. Provided you have to speak one small, line. Like Yudhishthira Maharaj was bound to speak one line. Er wollte ihm das Land geben, aber er hat ihn gefragt, na, für das muss er Lüge sagen, aber dann hat er gesagt, na, er kann sich das Geld halten. Genau das gleiche, Yudhishthira Maharaj. Very small. Iti Gojo, elephant, is speaking very low, so that nobody can hear. Because Yudhishthira Maharaj never speak lie. You can realize Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira speak there. Yudhishthira Maharaj, der spricht niemals eine Lüge. Da ist eben das Beispiel, was in die Schriften gegeben ist. Then you could get victory over him. Sadhguru said, no, I cannot speak lie. I don't need your land. You keep your land with you. So Santan Goswami hat einen starken Charakter gehabt. Wenn es der Wunsch ist von Gopinath, dann würde ich das Land kriegen. Und genau später ist es so gekommen. Before leaving body is speaking, you will have to carry my body there. I want samadhi there. Und er hat da, bevor er seinen Körper verlassen hat, wollte, dass sein Samadhi dort. I already know that, so I run. Because from Rehala, they are going to carry by car. And in the meantime, I go, run, and catch train, and go there. Before they reach Karakpur, I go and sign, Maharaj's Aprakita body coming, and I enter. Same thing happened with my Guru Maharaj. Bhakti Vallabh doing. Night time, 3:30. Also sein Gurudev ist in der Nacht, um 3 Uhr in der Nacht. Ruf Shyam Baba, ruf Shyam Baba. Also zu der Zeit war Brajamandal Parigram. Und er ist dann ins Zimmer rein. Maharaj, warum hast du mich gerufen um 3:30 Uhr? Und er hat dann einen gewissen... Er hat dann eben leider zu hören gekriegt, dass der Gurudev jetzt ins Aprakat Lila eingegangen ist. Put my, bag there, Shiv Mandir, take bath, change clothes, enter Gopinath going our mat, and find Maharaj's body coming. Nachher ist er sofort dorthin gelaufen in die Gopinath Gaudiya Maharaj und hat sein Gurudev sehen können. Und andere Leute, die haben Tausende von Dollars ausgeben in Flug, aber die sind nicht rechtzeitig angekommen. I just speak one in English. My Guru Maharaj expired. Anyhow, I will have to go. Whatever it is your duty, you can do. He simply could understand he is a genuine. Go inside. And that day, train is running overtime. That train, Kalka Mahal, running overtime. Over. Not late. Before time. Und zu der Zeit ist der Zug viel schneller gewesen als wie sonst. Normalerweise hat er immer Verspätung. Und er hat ja gar kein Geld oder für das Ticket gehabt. Aber er ist durch eben Gurudevs Barmherzigkeit ist er rechtzeitig dorthin gekommen. So Maharaj never liked to go into any kind of compromise. So Srila Kumud Shantan Goswami ist niemals in irgendeinen Kompromiss gegangen. Regarding Shuddha Bhakti. Be careful. Prabhupada speaking something. I like to speak so many things about Maharaj. Time can permit. Next time when I get time. Maybe I will Bhakti Tirupati if you time. By his mercy I can speak a lot of things. Er kann so viel über ihn sprechen, aber not to speak in Bengali about him right now. From 4:30 I will have to start. If you have any question you can ask me.
On no question they can make me free. Er geht jetzt in